Guten Tag an alle, ich bin Peter und willkommen bei Wow Spoken German. Heute haben wir ein sehr interessantes Thema für euch. Adele, ich muss dir unbedingt etwas erzählen. Ich hatte letzte Woche ein kleines Abenteuer mit meinem Auto und ich kann euch sagen, es war wirklich aufregend. Guten Tag, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Wow Spoken German, eurem Kanal für einfaches und natürliches Deutsch. Peter, ein Abenteuer mit deinem Auto? Das klingt sehr spannend. Was ist denn passiert? Ich bin so neugierig. Also, stellt euch vor. Ich bin morgens aufgewacht, hatte gute Laune, wollte zur Arbeit fahren. Ich bin in mein Auto gestiegen, habe den Motor gestartet und dann ein komisches Geräusch. Das Auto hat so ein seltsames Klackern gemacht. Klack, klack, klack. Ich dachte, was zum Teufel ist das denn? Oh nein. Ein Klackern ist wirklich nie ein gutes Zeichen, oder? Liebe Zuhörer, habt ihr das auch schon erlebt? Ihr seid morgens in euer Auto gestiegen und dann plötzlich ein komisches Geräusch. Das ist immer sehr unangenehm. Schreibt es uns in die Kommentare. Peter, und was hast du dann als erstes gemacht? Ich war zuerst ein bisschen verwirrt. Ich habe das Auto ausgemacht und wieder gestartet, aber das Geräusch war immer noch da. Ich bin dann trotzdem losgefahren, weil ich dachte, vielleicht geht das weg. Aber das war vielleicht keine so kluge Entscheidung. Das machen viele Leute. Man denkt, das Geräusch verschwindet von selbst, aber meistens ist das leider nicht so. Was ist dann passiert, Peter? Das Geräusch wurde tatsächlich immer lauter, je weiter ich fuhr. Und dann habe ich noch etwas anderes gemerkt. Das Auto hat angefangen zu ziehen. Das heißt, wenn ich geradeaus fahren wollte, ist das Auto automatisch nach links gegangen. Ich musste das Lenkrad immer ein bisschen nach rechts drehen, um geradeaus zu fahren. Das war wirklich sehr unangenehm und auch gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Wenn ein Auto nicht mehr geradeaus fährt, kann das schnell zu einem Unfall führen. Man darf dann nicht einfach weiterfahren. Liebe Zuhörer, wenn euer Auto zieht oder ein komisches Geräusch macht, was würdet ihr tun? Haltet ihr an oder fahrt ihr weiter? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin dann an der nächsten Gelegenheit angehalten. Ich habe das Auto am Straßenrand geparkt und sofort den Mechaniker angerufen. Zum Glück gibt es in meiner Nähe eine sehr gute Werkstatt, die ich schon seit Jahren kenne. Der Mann am Telefon war sehr freundlich und hilfsbereit. Das ist wirklich gut. Liebe Zuhörer, ein sehr wichtiges Wort hier ist Werkstatt. Eine Werkstatt ist der Ort, wo Autos repariert werden. Das Wort Werkstatt ist sehr wichtig, wenn man in Deutschland lebt oder reist. Peter, was hat der Mann am Telefon gesagt? Er hat gefragt, »Guten Tag, was kann ich für Sie tun?« Und ich habe gesagt, »Guten Tag, mein Auto macht ein komisches Geräusch und zieht nach links. Kann ich sofort vorbeikommen?« Er hat gesagt, »Ja, natürlich, kommen Sie gleich vorbei, wir schauen uns das sofort an.« Das fand ich sehr beruhigend. Super! Das ist eine sehr wichtige Situation für euch als Deutschlerner. Wenn ihr in Deutschland am Telefon mit einem Mechaniker sprecht, ist es wichtig, das Problem klar zu beschreiben. Sagt zum Beispiel, mein Auto macht ein Geräusch oder das Auto startet nicht oder ich sehe eine Warnlampe. Diese Sätze sind einfach und nützlich. Wie bist du dann zur Werkstatt gekommen, wenn das Auto gefährlich war? Ich bin sehr langsam und vorsichtig gefahren. Die Werkstatt ist zum Glück nicht so weit weg. In der Werkstatt angekommen, habe ich den Mechaniker gesucht. Der Mechaniker heißt Klaus und er arbeitet schon seit 20 Jahren in dieser Werkstatt. Das macht Vertrauen. 20 Jahre Erfahrung. Wie war die Begrüßung in der Werkstatt, Peter? Klaus hat mich sehr freundlich begrüßt. Er hat gesagt, »Guten Tag, Herr Müller. Was ist das Problem?« Und dann musste ich das Problem auf Deutsch beschreiben. Das ist, wie Adele schon gesagt hat, eine sehr gute Übung für euch, liebe Zuhörer. Hört jetzt gut zu, was ich gesagt habe. Genau. Das ist auch der Grund, warum wir diese Episode machen. Ihr sollt lernen, wie man in solchen Situationen spricht. Hört jetzt genau zu. Ich habe gesagt, »Guten Tag, Klaus. Also, mein Auto macht ein komisches Klackern, wenn ich fahre. Das Geräusch kommt von vorne, ich glaube von links. Und das Auto zieht auch nach links. Ich kann nicht mehr geradeaus fahren, ohne das Lenkrad zu korrigieren.« Klaus hat sehr aufmerksam zugehört und dann genickt.
Das war eine sehr gute und klare Beschreibung, Peter. Liebe Zuhörer, beachtet, was Peter gemacht hat. Er hat das Geräusch beschrieben, gesagt, von wo es kommt und auch erklärt, was das Auto falsch macht. Das sind 3 wichtige Informationen für den Mechaniker. Sehr gut. Klaus hat dann das Auto untersucht? Ja, Klaus hat das Auto in die Halle gefahren und auf eine Hebebühne gestellt. Wisst ihr, was eine Hebebühne ist? Das ist eine große Maschine, die das Auto hochhebt, damit der Mechaniker von unten schauen kann. Das Auto wird 1-2 Meter in die Luft gehoben. Das sieht immer sehr beeindruckend aus. Ja, das ist wirklich beeindruckend. Ich war auch schon mal in einer Werkstatt und habe das gesehen. Das Auto hängt oben in der Luft und der Mechaniker steht darunter. Sehr praktisch. Peter, wie lange hat Klaus gebraucht, um das Problem zu finden? Erstaunlich schnell. Nach etwa 10 bis 15 Minuten ist Klaus wieder zu mir gekommen. Ich habe in der Zwischenzeit im Wartezimmer gesessen. Das ist ein kleiner Raum mit Stühlen, Magazinen und einer Kaffeemaschine. Sehr gemütlich. Ich habe die Zeit genutzt und mir ein paar Fragen überlegt, die ich Klaus stellen wollte. Das ist sehr klug. Wenn man wartet, kann man schon überlegen, welche Fragen wichtig sind. Viele Werkstätten in Deutschland haben ein Wartezimmer und manchmal gibt es sogar kostenlosen Kaffee oder Wasser. Das ist wirklich ein angenehmer Service. Liebe Zuhörer, habt ihr auch schon mal in einem Wartezimmer einer Werkstatt gesessen? War das eine lange Wartezeit? Schreibt es in die Kommentare. Peter, was hat Klaus dann gesagt, da? Problem gefunden. Hat es. Klaus ist zu mir gekommen und hat gesagt, Herr Müller, ich habe das Problem gefunden. Er hat dann alles erklärt, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht alles verstanden, denn er hat viele Fachbegriffe benutzt. Das passiert manchmal. Mechaniker kennen viele technische Wörter, die normale Menschen nicht kennen. Das ist völlig normal. Liebe Zuhörer, wenn ihr etwas nicht versteht, könnt ihr immer fragen, können Sie das bitte einfacher erklären? Das ist kein Problem und ein guter Mechaniker erklärt es euch dann auf einfachere Weise. Peter, was hat Klaus denn gesagt? Klaus hat gesagt, das Problem ist Ihr Fahrwerk. Genauer gesagt, ein Spurstangenkopf ist kaputt. Ich habe direkt gefragt, Entschuldigung, was ist ein Spurstangenkopf? Ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich bin eben kein Automechaniker. Ich auch nicht. Das klingt sehr kompliziert. Ich hätte auch gefragt. Was hat Klaus dann geantwortet? Klaus war sehr geduldig. Er hat gesagt, kein Problem. Ich erkläre es Ihnen. Der Spurstangenkopf ist ein wichtiges Teil im Fahrwerk. Er verbindet die Lenkung mit den Rädern. Wenn dieser Teil kaputt ist, funktioniert die Lenkung nicht richtig und das Auto fährt nicht mehr geradeaus. Das hat mir wirklich geholfen, das Problem zu verstehen. Das macht total Sinn. Also der Spurstangenkopf ist die Verbindung zwischen Lenkrad und Rädern. Wenn diese Verbindung kaputt ist, kann das Auto nicht mehr richtig gelenkt werden. Und deshalb hat Peters Auto nach links gezogen und geklackert. Liebe Zuhörer, habt ihr schon mal von einem Spurstangenkopf gehört? Schreibt es in die Kommentare. Und das Klackern kam daher, dass das kaputte Teil sich bewegt hat, wenn ich über Unebenheiten auf der Straße gefahren bin. Klaus hat alles sehr verständlich erklärt. Jetzt kommt natürlich die wichtigste Frage, was kostet das alles? Das ist die schwierigste Frage in der Werkstatt. Wie teuer ist die Reparatur? Peter, was hat Klaus gesagt? Klaus hat gesagt, ich muss das Ersatzteil bestellen. Der Spurstangenkopf kostet ungefähr 80 €. Dazu kommt noch die Arbeitszeit. 1 Stunde Arbeit kostet bei uns 50 € und die Reparatur dauert 1,5 Stunden. Also werden es insgesamt etwa 150 € sein. Ich war ein bisschen überrascht, aber was kann man machen? Liebe Zuhörer, das ist ein wichtiges Thema. Die Kosten in der Werkstatt. Man unterscheidet immer zwischen dem Preis für das Ersatzteil und dem Preis für die Arbeitszeit. Das Ersatzteil ist das neue Teil, das eingebaut wird.
Die Arbeitszeit ist die Zeit, die der Mechaniker braucht. Beide Kosten zusammen sind der Gesamtpreis. Und man kann immer fragen, können Sie mir einen Kostenvoranschlag geben? Das ist ein Dokument, das zeigt, wie viel die Reparatur ungefähr kosten wird. Ja, ein Kostenvoranschlag ist sehr wichtig. So gibt es keine unangenehmen Überraschungen. Klaus hat mir auch gesagt, das Ersatzteil habe ich leider nicht auf Lager. Ich muss es bestellen. Es kommt morgen früh an. Können Sie das Auto bis morgen Nachmittag hier lassen? Ich habe ja gesagt und ihm die Schlüssel gegeben. Das Wort auf Lager ist auch interessant. Etwas auf Lager haben bedeutet, dass man das Teil sofort verfügbar hat. Wenn etwas nicht auf Lager ist, muss man warten. Liebe Zuhörer, habt ihr schon mal euer Auto in der Werkstatt gelassen? Wie war das für euch? Schreibt in die Kommentare. Am nächsten Nachmittag habe ich einen Anruf von Klaus bekommen. Er hat gesagt, »Guten Tag, Herr Müller, Ihr Auto ist fertig. Sie können es jederzeit abholen.« Ich war so erleichtert und glücklich. Man vergisst manchmal, wie sehr man das Auto vermisst, wenn man es nicht hat. Ich bin ohne Auto mit dem Bus zur Arbeit gefahren und das war wirklich unpraktisch. Das ist ein so schönes Gefühl, wenn das Auto wieder fertig ist. Und das stimmt. Man merkt erst, wie wichtig das Auto ist, wenn man es nicht hat. Das Auto abholen ist ein wichtiger Satz. Das bedeutet, man geht zur Werkstatt und nimmt das Auto wieder mit. Ihr könntet auch fragen, wann kann ich das Auto abholen oder ist das Auto schon fertig? Das sind sehr nützliche Fragen. Als ich in die Werkstatt gegangen bin, hat Klaus gelächelt und gesagt, alles erledigt. Der neue Spurstangenkopf ist eingebaut. Ich habe auch die Lenkung neu eingestellt, damit alles wieder perfekt passt. Er hat sogar noch eine Probefahrt gemacht, bevor er mir das Auto zurückgegeben hat. Das finde ich sehr professionell. Eine Probefahrt ist wirklich wichtig. So kann der Mechaniker prüfen, ob die Reparatur erfolgreich war. Liebe Zuhörer, ihr könnt auch selbst eine kurze Probefahrt machen, wenn ihr das Auto abholt. Das ist normal und erlaubt. Peter, was hat die Rechnung dann gezeigt? Klaus hat mir eine detaillierte Rechnung gegeben. Auf der Rechnung stand Ersatzteil 80 €, Arbeitszeit 75 € plus 19% Mehrwertsteuer. Insgesamt habe ich 157 € bezahlt. Ich habe mit meiner EC-Karte bezahlt. Liebe Zuhörer, die Mehrwertsteuer ist ein wichtiger Begriff in Deutschland. Alle Preise haben eine Mehrwertsteuer von 19%. Das ist wichtig zu wissen. Und bar oder mit Karte bezahlen sind ebenfalls wichtige Ausdrücke. Bar bezahlen bedeutet Geldscheine und Münzen. Mit Karte bezahlen bedeutet EC-Karte oder Kreditkarte. In deutschen Werkstätten kann man meistens beides. Nach der Zahlung hat Klaus mir noch einen wichtigen Tipp gegeben. Er hat gesagt, alles ist in Ordnung jetzt, aber ich empfehle Ihnen, in 3 Monaten die Bremsen prüfen zu lassen. Die Bremsen sind noch in Ordnung, aber sie werden bald neu sein müssen. Es ist besser, das früh zu machen. Das fand ich sehr professionell. Ja, das ist wirklich gut. Ein guter Mechaniker denkt voraus und gibt Tipps für die Zukunft. Bremsen sind natürlich extrem wichtig für die Sicherheit. Liebe Zuhörer, lasst ihr eure Bremsen regelmäßig prüfen? Wie oft geht ihr in die Werkstatt? Schreibt eure Antworten in die Kommentare. Nach diesem Erlebnis fahre ich jetzt viel regelmäßiger in die Werkstatt. Früher bin ich nur zur Inspektion gegangen, aber jetzt merke ich, wie wichtig es ist, auf das Auto zu hören. Wenn etwas komisch klingt oder sich komisch anfühlt, sofort zum Mechaniker. Das ist eine sehr wichtige Lektion. Das Auto sendet Signale, wenn etwas nicht stimmt. Hier sind einige wichtige Warnsignale. Ein komisches Geräusch, eine leuchtende Warnlampe, das Auto zieht nach einer Seite oder der Motor läuft nicht ruhig. Bei diesen Zeichen sofort zum Mechaniker, liebe Zuhörer. Sehr gut zusammengefasst. Und ich möchte noch einige wichtige Sätze für euch wiederholen, die ihr in der Werkstatt brauchen könnt. Mein Auto macht ein komisches Geräusch. Oder die Motorlampe leuchtet. Oder das Auto startet nicht. Oder das Auto zieht nach links. Diese Sätze sind einfach und sehr wichtig. Und man kann auch fragen, was ist das Problem? Oder was kostet die Reparatur? Oder können Sie mir einen Kostenvoranschlag geben? Oder wann ist das Auto fertig? Und wenn man etwas nicht versteht, können Sie das bitte einfacher erklären? All diese Sätze helfen euch in der Werkstatt gut zu kommunizieren. Liebe Zuhörer,
Ich habe durch dieses Erlebnis wirklich viel gelernt. Nicht nur über mein Auto, sondern auch über die deutsche Sprache in dieser Situation. Die Werkstatt ist ein Ort, den wir alle manchmal brauchen, und es ist sehr wichtig, dort gut kommunizieren zu können. Und das Beste, wenn man die richtigen Sätze kennt, fühlt man sich viel sicherer und selbstbewusster. Absolut. Das Selbstbewusstsein ist so wichtig beim Deutschlernen. Und genau das geben wir euch mit jeder Episode. Nicht nur Vokabeln, sondern echte Sätze für echte Situationen. Wenn ihr diese Sätze übt und lernt, seid ihr bereit für den Alltag in Deutschland. Und das ist ja genau die Idee hinter Wow Spoken German. Wir zeigen euch echte Situationen aus dem deutschen Alltag, damit ihr vorbereitet seid. Heute haben wir die Werkstatt besucht. Was möchtet ihr als nächstes lernen? Schreibt eure Wünsche in die Kommentare. Ja, und wenn ihr das Gelernte wirklich festigen wollt, dann übt die Sätze aus dieser Episode. Stellt euch vor, ihr seid in der Werkstatt. Was würdet ihr sagen? Schreibt es in die Kommentare und wir geben euch Feedback. Das ist eine wunderbare Idee. Wir freuen uns auf eure Sätze und Kommentare. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal Wow Spoken German und lasst uns einen Daumen hoch da. Das hilft uns sehr, weiter tolle Inhalte für euch zu machen. Ja, ein Abonnement und ein Daumen hoch würden uns wirklich sehr freuen. Und teilt diesen Kanal gerne mit Freunden, die Deutsch lernen möchten. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann, liebe Zuhörer. Bleibt neugierig, bleibt motiviert und hört weiter Deutsch. Tschüss und auf Wiedersehen bei Wow Spoken German. Auf Wiedersehen. Jeder Tag ist eine neue Chance, Deutsch zu lernen. Bis zum nächsten Mal.